Und jetzt das Heute-Journal. Einen schönen guten Abend. Es ist ein Wochenende der Entscheidungen. Morgen klärt sich in einer Stichwahl in der Türkei, wer das Land zukünftig regieren wird. Darüber berichten wir gleich. Heute hat sich bereits im Fußball geklärt, wer aufsteigt, absteigt und vor allen Dingen, wer deutscher Meister wird. Für Dortmund war im Grunde alles angerichtet. Der BVB hatte die Chance, aus eigener Kraft und vor der gelben Wand den Titel zu Hause zu holen. Doch statt Titel gab es Trauer und Tränen, nicht nur des Trainers. Die Schale geht also stattdessen zum insgesamt 33. Mal an den FC Bayern München. Aber auf den Erfolg folgte prompt ein personelles Beben. Was es damit auf sich hat und wie das, und hier passt das Wort mal, Herzschlagfinale lief, Stefan Bier. Die Bayern feiern, die Bayern feuern. Das mit dem Feiern kommt durch den 2:1-Siegtreffer in der 89. Minute in Köln durch den kurz zuvor eingewechselten Jamal Musiala zustande. Das Tor zur Meisterschaft. Als wir gesehen haben, dass der Ball ins Eck reingeht, das Jamal zieht ab und geht ins Eck rein, was da für ein Stromschlag durch also so würde ich es beschreiben, durch den Körper geht. Sportvorstand Hasan Salihamidzic feiert noch mit. Eine Stunde später steht fest, er muss gehen nach einer insgesamt schwachen Saison mit umstrittenem Trainerwechsel. Wie auch Bayern-Vorstand Oliver Kahn, der nicht in Köln ist. Der Verein wollte das, so sagt er später. Die Bayern tauschen ihr Führungsduo aus, während sie den 11. Titel nacheinander feiern. Daheim in München ist das erstmal egal. Es war aufregend genug. Wahnsinn, das ist Wahnsinn. Also, man hat es nicht mehr geglaubt zwischendurch, ja? Gerade nach dieser Saison. In Köln müssen die Bayern noch am Handy das Dortmund-Spiel abwarten, bevor sie sicher sein können. Denn Dortmund macht in letzter Minute noch das 2:2 gegen Mainz. Aber für den Siegtreffer reicht es nicht mehr. Das schlechtere Torverhältnis bringt sie um den Titel. Es ist hart, wenn man sieht, dass am Ende ein Tor fehlt, sowohl hier als auch dann in Köln, und dann noch der verschossene Elfmeter und die Vielzahl der Chancen, und deshalb es fällt schwer. Es gab kein Happy End für uns für diese Saison und es tut extrem weh. Wie auch nebenan auf Schalke. 2:3 in Leipzig verloren, sie steigen ab. Es kommt eine traurige Zeit auf diesen Teil des Fußball-Ruhrpots zu. Also auf der einen Seite Trauer und Tränen, auf der anderen Seite Titel und Schale, aber auch das nächste Kommunikationsdesaster bei den Bayern. Gibt also viel zu bereden gleich im aktuellen Sportstudio, direkt im Anschluss an das Heute-Journal. Jetzt zum nächsten Showdown, dem in der Türkei. Da hatten bei der Wahl vor 2 Wochen viele Nicht-Erdogan-Anhänger auf eine Art Zeitenwende gehofft. Wenn sich 6 Parteien aus unterschiedlichen Lagern zusammentun, dann muss doch der Präsident zu besiegen sein. So die Hoffnung der Oppositionellen. Daraus wurde bekanntlich nichts, nicht mal annähernd. Erdogan lag am Ende 4,6 Prozentpunkte vor seinem Herausforderer. Und so glauben viele bei der Stichwahl morgen nicht mehr an ein Wunder, während für manche Erdogan das Wunder ist. Jörg Brase. Für seine Anhänger ist Recep Tayyip Erdogan nicht nur ihr Staatspräsident, nein, sie beten ihn an wie einen Heiligen. Güldane Öztürk und ihre Freundinnen sind beseelt. Was er für ihr Land getan habe, die Liste sei endlos, sagen sie. Früher sind wir aufgestanden und haben darüber gestritten, wer heute dran ist, den Dreck vor der Haustür aufzukehren. Und jetzt stehen wir auf und der Dreck vor der Tür ist schon längst aufgekehrt. Das sehen wir erst, seit er unser Land führt. Dass Erdogan mit der ganzen Macht und dem Geld seines Amtes in den Wahlkampf zieht, seine Anhänger stört das nicht, im Gegenteil. Gelte es doch, das Land vor Terroristen zu schützen, mit denen sein Herausforderer angeblich paktiere. Dieser Handschlag Kılıçdaroğlu's mit der Führung der pro-kurdischen HDP liefert Erdogan die Munition. Die HDP sei der verlängerte Arm kurdischer Terroristen, behauptet er. Kılıçdaroğlu hat seinerseits verbal aufgerüstet. Terror wird beendet, die Inflation gesenkt, die Syrer nach Hause geschickt. Härte statt versöhnlicher Worte, und er schließt einen Pakt mit einer Nationalistenpartei, wirbt um konservative Stimmen.
Auf Kilicdaroglu's Frontalangriff reagiert die Staatsmacht mit der Blockade seiner Werbekampagne per SMS. Der Kandidat ist außer sich. Ich frage dich, Erdogan, soll ich auf die Wahlen verzichten? So kann man in der Türkei keine Wahlen abhalten. Dieser Mann ist ein Feigling. Wegen dir wird dieses Land draufgehen. Was hast du vor mit diesem Land, du Feigling? Der Präsident gibt sich unbeeindruckt, fordert seine Anhänger auf, unbedingt morgen noch mal wählen zu gehen. Güldane Öztürk und ihre Freundinnen werden das tun, wollen ihrem Heilsbringer zum Sieg verhelfen und zum Triumph über Kemal Kilicdaroglu. Bye bye, Kemal. Wir schicken ihn in Rente. Soll er sich freuen, dass wir ihn in Rente schicken. Auf Wiedersehen. Abgerechnet aber wird erst morgen nach 17 Uhr deutscher Zeit, auch wenn viele meinen, das Rennen sei längst gelaufen. Jörg Brase ist für uns in Istanbul. Jörg, schönen guten Abend. Warum glauben das denn viele, dass das Rennen schon gelaufen ist? Ja, weil dieser Vorsprung von 5% doch eben sehr groß war. Und wenn Erdogan es schafft, seine religiös-konservativen und vor allem nationalistischen Wähler morgen nochmal an die Urnen zu bringen, dann rechnen doch viele damit, dass es wieder einen solchen Vorsprung geben könnte. Damit rechnet wohl auch sein Wahlkampfteam und hat heute überraschend den Ort für seine Balkonrede verschoben. Diese Rede hält er normalerweise in der Wahlnacht, wenn die Ergebnisse einigermaßen feststehen, vor seinen Unterstützern vom Balkon der Parteizentrale seiner AK-Partei in Ankara, und die soll er nun morgen vom Balkon des Präsidentenpalastes halten. Das heißt, entweder glaubt man, dass er auch weiterhin dort residieren wird. In jedem Falle aber ist das eine Machtdemonstration. Ist denn der Kampf zwischen dem Präsidenten und dem Herausforderer einer auf, sagen wir mal, Augenhöhe, was Mittel und Methoden anbelangt? Nein, das ist es nicht. Die Opposition bekommt kaum Sendezeit in den von der Regierung kontrollierten Staatsmedien. Sie hatten massive Probleme, ihre Botschaften rüberzubekommen. Das wird auch immer wieder kritisiert von internationalen Beobachtern. Aber diese Kritik, die tropft am Präsidenten und seiner Regierung ab. Genauso wie die Kritik darin, dass massiv öffentliche Gelder in Erdogans Wahlkampf gepumpt werden. Der schwebt auch gerne mal mit seinem Tross in 2 oder 3 großen Regierungsmaschinen bei Wahlkampfveranstaltungen im Land ein. Und so sagt die Opposition dann, wir kämpfen hier nicht gegen einen Kandidaten, wir kämpfen gegen die ganze Regierung und im Grunde kämpfen wir gegen den Staat. Sagt Jörg Brase live aus Istanbul. Vielen Dank für heute und bis morgen. Und wir kommen jetzt zu den deutsch-russischen Beziehungen. Die sind ja schon sehr belastet, Gundula, und jetzt gibt es da sogar noch mal neue Irritationen. Hunderte deutsche Staatsbürger müssen Russland verlassen. Die Regierung in Moskau hat für das Personal deutscher Einrichtungen laut Auswärtigen Amt eine Obergrenze eingeführt. Betroffen sind deutsche Diplomaten, Lehrer der deutschen Schule und Mitarbeitende der Goethe-Institute. Das sei einseitig und nicht nachvollziehbar, so die Kritik aus Berlin. Moskau behauptet, auf vergleichbare deutsche Schritte zu reagieren. Nach den Unruhen im Kosovo, das sich von Serbien vor Jahren gelöst hatte, hat Serbiens Präsident Vučić die Armee in Bereitschaft versetzt und Soldaten an die Grenze zum Kosovo geschickt. Dort war es gestern erneut zu Ausschreitungen zwischen Serben und Albanern gekommen. Mehrere westliche Staaten, darunter Deutschland, äußerten sich besorgt. Die niederländische Polizei hat bei einer Demonstration von Klimaaktivisten in Den Haag fast 1600 Menschen festgenommen. Aus Protest gegen die Energiepolitik der Regierung hatten etwa 3000 Aktivisten zum 7. Mal eine Autobahn nahe des Parlaments blockiert. Diese Aktion hatten die Behörden untersagt. Ein Mann, dessen Leben und Lebenserfahrung kaum in eine Handvoll Bücher passt, wird heute 100 Jahre alt. Aber wenn man sich anschaut und anhört, was Henry Kissinger noch alles zu aktuellen Krisen und Kriegen zu sagen hat, dann würde man eher sagen, er wird 100 Jahre jung. Sein Leben ist eine lange Reise. Als deutscher Immigrant steigt er in den USA zum nationalen Sicherheitsberater auf, wird dann sogar Außenminister. Er machte Geschichte und er mochte Macht. Dafür ging er auch im Vietnamkrieg über Leichen, sagen seine Kritiker. Elmar Thewissen über einen Mann, der scheinbar nicht zur Ruhe kommt und viele seiner Freunde wie Feinde überlebt hat.
Sie feiern ihn schon ein wenig vor. Den Mann, der immer noch klare Ansagen macht, gerade erst an Wladimir Putin in Moskau. Nichts entschuldigt das Ausmaß und die Methoden, mit denen Russland diesen Krieg führt. Geboren wird Heinrich Alfred Kissinger 1923 in Fürth. 1938 flieht seine jüdische Familie vor den Nazis. 6 Jahre später kehrt er als US-Soldat zurück, ist beteiligt am Wiederaufbau der Zivilverwaltung, ein Brückenbauer, wird Ehrenbürger der Stadt Fürth. Unsere beiden Völker sind vom bitteren Konflikt zum Frieden und vom Frieden zur Versöhnung und zu gemeinsamen Streben geschritten. Präsident Nixon holt den Historiker und Politikwissenschaftler ins Zentrum der Macht. Kissinger mischt brillante Analyse mit gnadenlosem Pragmatismus, ein Realpolitiker, der alle Ideologien verachtet. Unter seinem Einfluss beginnen die Supermächte im Kalten Krieg mit der Entspannungspolitik. Auch die deutsche Ostpolitik liegt ganz auf seiner Linie. Wir sind aber kein Liebespaar hier. Seine Unterschrift besiegelt das Ende des Vietnamkriegs Jahre später, als es möglich gewesen wäre, sagen Kritiker. Jahre mit Hunderttausenden Toten. Trotzdem bekommt Kissinger den Friedensnobelpreis. Auch dafür bahnt er mit seiner Geheimdiplomatie den Weg. Richard Nixons historischer Besuch bei Mao Zedong, Tauwetter in den Beziehungen zwischen China und den USA. Auch nach seiner Amtszeit sucht Kissinger das Gespräch mit unliebsamen Machthabern. Im jetzigen Krieg fordert er Friedensgespräche, am besten nach einer erfolgreichen ukrainischen Offensive. Die Ukraine sollte dann auch Mitglied der NATO werden, um sie vor künftigen russischen Angriffen zu schützen. Klare Verhältnisse und Garantien für beide Seiten. Weiser Rat an seinem 100. Geburtstag. Happy Birthday. Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft steht zum ersten Mal seit 93 Jahren im Finale einer Weltmeisterschaft und hat damit ihre erste WM-Medaille seit 70 Jahren sicher. Nach dem Sieg gegen die USA geht es im Finale gegen Kanada. Mehr gleich im aktuellen Sportstudio. Die Gewinnzahlen vom Lotto, wie immer, ohne Gewähr. 3, 7, 12. 18, 28, 34, Superzahl 4. Weitere Gewinnzahlen auf Lotto, ZDF.de und im ZDF-Text. Das Wetter an diesem Pfingstwochenende bleibt überwiegend trocken und bis in die nächste Woche hinein sommerlich warm. Im Norden ein freundlicher Sonne-Wolken-Mix. Auch an den Alpen gibt es einige Quellwolken. Sonst wolkenlos bei im Norden 16 bis 21 und im Süden 21 bis 27 Grad. Auch in den nächsten Tagen bleibt es sonnig mit meist nur wenigen Wolken und Temperaturen bis 27 Grad. Gute Aussichten. Kommen wir zum letzten Showdown für heute, den Filmfestspielen in Cannes und der Frage, wer hat sie bekommen? Die wichtigen Preise, insbesondere für den besten Film, die beste Schauspielerin und den besten Schauspieler. 2 Deutsche, so viel sei verraten, haben indirekt gewonnen. Von der 76. Verleihung Anna Wasberg. Die Goldene Palme, sie geht an Justine Triet für Anatomie d'une Chute mit der deutschen Sandra Hüller in der Hauptrolle. In Anatomie d'une Chute, Anatomie eines Sturzes, spielt Hüller eine deutsche Autorin. Nach dem Tod ihres Mannes muss die sich vor Gericht verantworten. Es geht um Schuld, Trauer und die Grenze zwischen Fiktion und Realität. Klar, intim, feinfühlig. Sometimes a couple is kind of a chaos. Der Applaus hört nicht auf und die französische Regisseurin muss sich erst mal fassen. Es folgt ihre politische Botschaft gegen die Auswirkungen der französischen Rentenreform. Die Kommerzialisierung der Kultur, die die neoliberale Regierung verfolgt, zerstört gerade die Einzigartigkeit der französischen Kultur. Zum besten männlichen Schauspieler wird der Japaner Koji Yakusho gekürt. In Wim Wenders Perfect Days spielt er einen Toilettenreiniger in Japan und spricht kaum. Yakusho schafft es, fast alle Emotionen seiner Figur Hirayama mit den Augen und mal einem Lächeln zu zeigen. Subtil, liebevoll, ruhig. Ich muss Wim Wenders und dem Co-Autor danken. Ihr habt mit Hirayama eine fantastische Figur geschaffen.
Das 76. Filmfestival war auch dieses Jahr wieder die Bühne der großen Filmemacher. Der finnische Regisseur Aki Kaurismäki ist seinem Stil treu geblieben. Mit Fallen Leaves, eine pastellfarbene, verworrene Liebesgeschichte voller Melancholie. Dafür bekommt er heute Abend den Jurypreis. Es waren viele nachdenkliche Filme, die nicht dick auftragen. Viel Ruhiges im Kinosaal, während draußen internationale Extravaganz und Glamour 12 Tage lang in Cannes blendend strahlten. Es ist sogar der intimste Film, den sie je gemacht hat, sagt die französische Filmemacherin über Anatomie eines Falls. Und Sandra Hüller, muss man sagen, ist immer ein Kinobesuch wert. Alles vom Sport, jetzt gleich im Sportstudio mit Sven Voss. Und wir sehen uns dann hier morgen wieder. Machen Sie es gut, wo auch immer Sie sind. Tschüss.